Servus, Grüezi und Hallo, ich bin der Johannes Dommermuth und heute wollen wir uns ein Thema anschauen. Da geht es um die Verlegung von Fliesen und Naturstein auf schwierigen Untergründen. Welche Herausforderungen haben wir da und wie können wir diese Herausforderungen meistern? Wenn wir uns diesem Thema widmen, dann müssen wir einfach anerkennen, dass sich in der Natur Sachen ausdehnen und auch zusammenziehen. Ja, wir haben mit verschiedenen Temperaturen zu tun und da gibt es verschiedene Stressfaktoren. Wärme, Kälte, unterschiedliche bauchemische Produkte, große Fliesenformate. Bei der Produktentwicklung haben wir uns diese Stressfaktoren ganz genau angeschaut und daraus abgeleitet ein Produkt entwickelt, das sich ProSecure Fibertech 2.0 nennt und genau diese ganzen Stressfaktoren in sich absorbieren kann. Schauen wir uns die Haftzugsfestigkeit in Bezug auf Fliesen und Natursteine an. Worum geht es da? Wenn wir Fliesen und Natursteine verkleben müssen, dann brauchen wir natürlich einen Kleber. Und dieser Kleber wird getestet. Moderne Kleber werden heute als C2-Kleber verkauft und dafür gibt es Prüfungen, wie gut ein Kleber hält. Das nennt man unter anderem den Haftzug. Da geht es darum, wir ziehen an einer Fliese und messen dementsprechend die Kraft, die wir brauchen, um diese Fliese vom Kleber wegzuziehen. Ein guter C2-Kleber oder ein C2-Kleber muss einen Haftzug von 1 Newton pro Quadratmillimeter erreichen. Wir haben mit ProSecure Fibertech diesen Wert sogar verbessern können, um 20%. Wir liegen bei 1,2 Newton pro Quadratmillimeter. Und das könnt ihr euch in diesem Prüfzeugnis anschauen. Wir haben natürlich auch Punktlast,en, die auftreten auf Flächen in Verbindung mit Fliese und Naturstein. Was sind Punktlasten? Das ist relativ einfach erklärt. Stellt euch ein Regal vor, ja, was beladen ist, ein schweres Bücherregal. Es steht auf Füßen und diese Füße, ja, sind relativ klein von der Auflagefläche. Und wir haben die ProSecure Fibertech getestet und haben festgestellt, wir können auf einen Punkt, der 4 Quadratzentimeter hat, das ist nicht viel, eine Last draufbringen von 13.000 Kilo, 13 Tonnen. Und dann gibt es erst einen Knack. 13 Tonnen sind 6 PKWs, ja, Mittelklasse PKWs, ist schon ein bisschen was. Wenn wir Risse im Estrich haben, die nicht größer sind wie 0,5 mm, dann können wir mit ProSecure Fibertech 2.0 einfach drüber gehen. Ja, wir müssen nichts mehr ausgießen mit Gießharz, nichts mehr klammern. Was ist die Biegefestigkeit? Ja, wenn wir uns einen Boden anschauen und wir gehen drüber, müssen wir einfach anerkennen, dass wenn wir über einen Boden gehen, zum Beispiel über einen Dielenboden oder einen Boden, der aus OSB-Platten gemacht worden ist, dass der Boden sich bewegt. Ja? Er bewegt sich wellenförmig. Das heißt, wir gehen, hier haben wir eine Kurve, aber wir haben auch was ansteigt. Und das kann man simulieren, indem man von oben mit einem Stempel auf eine Prüffläche drückt. Und das haben wir 400.000 Mal gemacht, in die eine Richtung sowie in die andere. Mit dem Ergebnis, dass wir überhaupt keinen Schaden haben. Ja, überall, wo physikalische Extreme zusammenkommen, bauphysikalische Extreme, Kälte, Wärme, ist ProSecure Fibertech die richtige Lösung. Wir haben große Fensterfronten, viel Lichteinfall, aber natürlich auch viel Wärme. Wir haben dunkle Fliesen, wir haben große Fliesenformate. ProSecure Fibertech hält die Sachen zusammen. Ja, ich hoffe, ich konnte in diesem kurzen Video klar machen, wie groß dieses Feld ist, was man mit ProSecure Fibertech bearbeiten kann. Es sind nicht nur Autohäuser, es können Hotels sein, es können Flughäfen sein, es können aber auch, ich sag mal, kleinere Renovierungssituationen sein mit unterschiedlichen Belegen, sei es jetzt Fliese, Naturstein, aber natürlich auch mit Parkett. Ja, wer mehr über die ProSecure Fibertech wissen möchte, in der aktuellen Ausgabe von der Fußbodentechnik 2018, Ausgabe 04, gibt es einen sehr schönen Bericht über ein Maserati Autohaus, was wir mit einem Verlegebetrieb aus der Nähe von Kiel, das ist die Firma Gieske, gemacht haben. Und ja, ist sehr interessant. Geht einfach mal rein und schaut euch an. Ja, und wir wären nicht ProLine, wenn wir nicht zu dem Thema ProSecure Fibertech noch ein sehr, sehr interessantes Prospekt gemacht hätten. Es ist deshalb so interessant, weil da nicht nur Bilder drin sind, nein, es ist auch eine wertvolle Tabelle hinten drin, die uns hilft zu erkennen, wo wir mit ProSecure bedenkenlos draufgehen können.
Wir haben hier grüne Punkte und rote Kreuze. Wo ihr einen grünen Punkt seht, ist es kein Problem. Bei einem roten Kreuz, da müsst ihr euch noch mal was anderes einfallen lassen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentarleiste. Wir werden auf jeden Fall antworten. Abonniert unseren Channel. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.